Heute geht es um die große und wirklich ausführliche Werksführung zusammen mit dem Robert. Servus. Dennis, servus. Aus wie vielen Teilen besteht so ein Morelo? Zwischen 2000 und 6000 Einzelteilen. Also wir sind tatsächlich hier bei den Schreinern zu Hause, das ist unser Kerngeschäft. Wir haben dann auch die Panelfertigung, die schauen wir uns an. Die lesen nicht ab, was sie machen sollen. Also das ist wirklich extrem hohes Know-how, was die Mitarbeiter mitbringen müssen. Seitenwände sind gesetzt, die Frontmaske wird montiert, Heckmaske wird montiert und dann geht's ins Gerüst. Hast du auch schon mal hier zusammengebaut? Ich habe tatsächlich, nicht bei Morelo, aber mein Start meiner Ausbildung war tatsächlich in der Produktion damals bei Concorde gelangt. Okay. Ich route euch so ein bisschen durch und wir haben jetzt hier so im Endeffekt den Start gewählt, Tor 37, da gehen die Chassis rein, die sind jetzt schon hier bearbeitet. Die macht der Fahrzeugbau Meier für uns, aber die schauen wir uns dann im Inneren nochmal an. Hinten siehst du mal so eine, die Cybertrucks, so eine rohe Karosse, ja, so wie sie aus Italien eigentlich Modell kommt. Und hier ist sie ja schon veredelt und eigentlich für unseren Aufbau umgebaut. Veredelt heißt, Luftfederung ist drin, Hubstützen sind dran. Große Tanks, Gastank, Luftfederung, Hubstütze, Armaturenbrett, das sehen wir dann später, wenn die Plane abgedeckt ist, wird hier für uns umgebaut. Wir verändern ja die Sitzposition höher und weiter nach vorne, um die Blickachse zum Boden zu minimieren. Und da steckt schon einiges drin, auch der Gurtplatz ist inkludiert. Starten jetzt auch in der Panel- oder in der Schreinerei, in der Holzteilefertigung. Panelfertigung schauen wir uns später an. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie hochmodern hier so ein Luxusreisemobil entsteht. Danke. So, wir sind hier. Oh, das hört man wirklich schwierig, ne? Ja, kriegen wir schon hin. Wir sind hier in der Holzteilefertigung, wenn wir uns das mal anschauen. Wir haben hier keine Menschen. Also in diesem Bereich ist im Endeffekt kein Mitarbeiter drin. So. Robotertechnik. Was passiert hier? Wir haben hier die Warenanlieferung der Holzpaletten. Die Paletten werden auf dem Hub gestellt, vorgeschoben. Dann fährt da hinten im Hintergrund, du siehst den Kran, der gerade eine Platte abgeladen hat. Der schlichtet im Endeffekt 24/7 die ganzen Holzelemente hinten hin. Wir haben über 80 Lagerplätze für diese Hubs. Das macht die Anlage eigentlich den ganzen Tag. Dann holt er das Bauteil, was wir benötigen, oder das Holzdekor, etikettiert vollautomatisch. Also der vermisst die Platte und weiß ganz genau, wie das dann geschnitten wird, macht die Aufkleber drauf und dann geht die CNC drüber. Wenn die CNC fertig ist, also wir können es jetzt mal hier beobachten. Der Wagen hier wartet jetzt auf ein Signal, also der Schlitten, und dann fährt er im Prinzip vor oder zurück, holt sich das fertige Modul oder das fertig zugeschnittene Bauteil und schiebt es dann vorne in die Logistik. Wir haben nur das Problem, wenn du vorne schaust, der steht jetzt, weil vorne keiner abnimmt. Ne? Also du siehst, das ist bis vorne hinzu vollgelegt, weil wir jetzt Mittagspause haben. Und sobald der Kollege kommt und die Bauteile demontiert, fängt der Schlitten wieder das Arbeiten an. Ja, brutal. Wir sind hier in einer teilautonomen Holzteilefertigung. Und du siehst, also im eingezäunten Bereich ist kein Mitarbeiter mehr notwendig, weil die Maschine wird aus der Arbeitsvorbereitung vorne programmiert und weiß eigentlich, was zu tun ist. Vollautomatisch. Hammer. Der Mensch kommt erst ins Spiel, wenn wir das Bauteil abnehmen. Ja. Und wird hier wirklich 24/7 gearbeitet? Also die Maschine, läuft die wirklich? Nein, also Nein. Wir haben tatsächlich bei der Investition damals darauf geachtet, dass wir die Abendschicht, also die Spätschicht abschaffen. Das war mehr im Fokus. Und eine Auslastung für 24/7 haben wir gar nicht. Okay. Weil der Fuhrpark überdimensioniert ist, muss man in aller Deutlichkeit sagen. Also wenn die Nachfrage wieder steigt? Nee, wir haben bewusst bei der Investition eigentlich mehr geplant, weil wenn du jetzt fertig bist und dann bei Null wieder anfängst und dann wieder investieren musst, deswegen haben wir das Ganze eher überdimensioniert ausgelegt, um, wenn es in Zukunft weiter nach vorne geht, die Kapazitäten zunehmen, wir handlungsfähig sind. Und das hier gehört auch noch dazu, oder? Das ist jetzt eine Standalone CNC. Das ist dann für was speziell? Wir haben im Endeffekt, kannst du hier Bauteile fräsen, also wir haben 3 solcher Anlagen hier. Da hinten ist die noch eine und vorne noch. Im Endeffekt ist es alles, was wir nicht in diesen autonomen Prozess bekommen, machen wir auf den Standalone-Anlagen. Sonderwunsch. Genau, Sonderwunsch. Sonderwunsch, der nicht oft vorkommt, einmalig ist, vielleicht Konstruktion, Entwicklung, weil der Aufwand, das in dieser Anlage zu programmieren, ist extrem hoch. Genau. Und dann wägst du ab, kommt es einmal im Jahr vor, 10-mal oder 100-mal und dementsprechend
wird die Standalone-Anlage entweder für ganz große Bauteile, wo du eigentlich kein CNC brauchst, das heißt, wenn du nur links und rechts was zu bearbeiten hast, Ja. oder wenn da jetzt ein Sonderwunsch kommt, Okay, dann cool. sind die Anlagen gefordert. Du Also siehst wenn ein Kunde einen Sonderwunsch hat, kann er bei Morelo in einem gewissen Spielraum vermutlich. genau, das wird dann agieren. abgewegt in der Technik und je nach Wunsch Ja. wird er realisiert. Du siehst, der Kommissionierer hier, und da kommt der Mensch dann das erste Mal zum Einsatz. Der Kommissionierer hier hat jetzt folgende Aufgabe. Du siehst, die Taktwegen sind alle leer. Wir haben Wochenanfang. Diese Fahnen stehen im Prinzip immer für einen Tag in der Woche. Wir sind jetzt hier bei Weiß, das heißt, das ist die Produktion für den Freitag. Okay. Und so wenn du dann später darauf achtest, so kann der Kommissionierer den Wagen sofort Sehr zuordnen. geil. Also die Teile werden wirklich am Freitag dann im Fahrzeug eingebaut. Genau. Krass. Ja. Das ist dann die Charge, aber das ist der nächste Freitag. Ja. Also Und hier das sehen wird wir nicht der praktisch kommende die sein. Teile, die jetzt aus der Maschine Genau. sozusagen Du rauskommen. siehst im Endeffekt, wenn du mir das mal anschaust, du siehst hier den Verschnitt. Das Ja. ist Verschnitt, der Rest wird alles benötigt hier. Ja. Und das ist im Prinzip mit Nesting, das heißt, die Maschine macht ein Nest im Maximum, um das Minimum am Verschnitt zu haben. Dann kommt der Mitarbeiter hierher. Der Code sagt ihm im Endeffekt, welcher Wagen und welcher Tag. Und dementsprechend schlichtet er das in den Wagen rein. Und dann geht es in die Veredelung nach vorne. Jetzt Hammer. zeige ich euch, was ich unter Veredelung meine. Also das ist jetzt der Schnitt. Das heißt, der Konstrukteur definiert den ganzen Baukasten. Und jetzt kommt die Veredelung. Veredelung verstehen wir im Endeffekt eine Kante, also eine Schnittkante, die der Kunde später sieht, mit einer Kante zu veredeln oder Umleimer ein oder Dübel, sowas. genau, oder ein Dübel oder auch vielleicht mal Beize. Also wenn man mit der Anlage nicht hinkommt, dann auch mal eine Beize. Das ist jetzt so ein Und- Umleimer hier, oder? Genau. Und das sind jetzt Haben wir schon mal gesehen bei jemand anders, da ist er ein bisschen kompakter. ebenfalls zwei Maschinen. Und jetzt siehst du, was ich meine. Also die CNC hat im Prinzip für die Topfbänder die Löcher gemacht, die hat das Bauteil beschnitten. Und was der Kunde später sieht, wird veredelt. Also wir ziehen quasi eine Kante rum. Das sah vorher praktisch so aus. Ja, genau. Und ihr habt jetzt auf der anderen Seite den Umleimer. Genau, das heißt, es wird ordentlich wahrscheinlich montiert. irgendwo so im Sichtfeld verbaut und der Rest kommt an eine Wand dran. Okay, Und Hammer. auch hier ist es eigentlich, sagt das Bauteil, du siehst, der Mitarbeiter scannt es und die Maschine sagt, wie er es aufzulegen hat. Okay. Dann spannt das ein, fährt einmal durch. Das sind vollautomatische Magazine. Kann man ja gerade mal Ja. zeigen, die Dekore drüben. Also das ist Das das sind- Band sozusagen, das genau. dann draufgeklebt wird. Kannst du mal Und zeigen, da Sebastian, wählt im die ganzen Prinzip, Farben. da wählt im Prinzip die Anlage bzw. die Maschine das Band aus, was sie benötigt. Durch den Und dann geht's, QR-Code. und dann geht's vollautomatisch, genau. Krass. Das ist auch ein kleines Vermögen, das hier steht. Das kostet nicht kein kleines, sondern ein großes Vermögen. Ja, okay. Sehr gut. Cool. Wo geht's dann weiter? So, dann, ich sage jetzt mal, dann wurde das Bauteil veredelt. Der Kollege oder die Kollegin, ja, eigentlich andersrum, erst die Dame, dann der Mann, die scannen den Prozess. Das heißt, wenn der Mitarbeiter hier veredelt hat, wird es gescannt und wieder mit dem Wagen verheiratet, sodass der Logistiker immer weiß, wo sind die Teile im Umlauf. Dann kommt es in eine Pufferzone. Also wir haben jetzt im Endeffekt hier die Holzteilefertigung, den Maschinensaal. Okay. Dann geht es in den Bankraum. Dieser gesamte Bereich hier, Sebastian, wenn du dich mal umdrehst, das ist die Pufferzone, weil wir hier im Endeffekt die Logistik aufbauen und vorne im Bankraum Lager. dann sauber bestücken. Weil du musst dir vorstellen, hier sind Teile drin, die könntest du erst in 1,5 oder 2 Wochen brauchen. Ah, okay. Da sind aber auch Teile drin, die brauchst du heute. Und dann wird im Prinzip hier mit dem Dübelautomaten erstmal ein Dübel gemacht. Das klopft keiner im Bankraum, sondern erfolgt hier ebenfalls in der Maschine. Und dann geht die Kollegin, also in dem Fall ist es tatsächlich eine Kollegin, die Okay. verheiratet jetzt den Wagen mit dem Stellplatz. Und dann weiß sie im Endeffekt, wo sich die Teile befinden. Weil es sind hier ja tausende von Teilen drin. Also wenn du mal reinguckst, Aus wie vielen Teilen besteht so ein Morelo im Schnitt? es ist absolut unterschiedlich. Ja. Also wir haben, wenn ich die Stückliste anschaue, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, zwischen 2000 und 6000 Einzelteilen. Boah, krass. Je nach Kundenwunsch und Ausstattung. So, jetzt haben wir hier die Pufferzone. Die Pufferzone brauchen wir auch, um einfach, ich sage jetzt mal, dieses Bottleneck des Bankraums immer abzufedern. Das heißt, hier ist mal mehr drin, mal weniger drin, aber hier wird konstant produziert. Also da drüben wird dann zusammengebaut. Genau. Hier wird konstant im Prinzip im Modulbau zusammen konfektioniert und je nachdem, welche Bauteile es sind, wenn es große sind, langsamer, wenn es kleine sind, schneller und das kompensieren wir eben mit dieser Kommissionierzone.
Dass die immer genug Material da haben. Genau. Und jetzt siehst du im Endeffekt, also wir sind hier jetzt gerade in der Mittagspause, normalerweise sind diese Fertigungsinseln, also so beschreiben wir diese Arbeitsbereiche. Du siehst ja die einzelnen Fertigungsinseln. Küche, ja. Und die konfektionieren dann im Prinzip nach Zeichnung. Ja. Da weiß der Mitarbeiter, der die Küche baut, weiß Schon geil, wahrscheinlich- gell? Wenn du einfach nur die Bretter vorher auf deinem Wagen hast hier und am Ende hast du so einen fertigen Küchenblock. Ja, Cool. und das Gute ist ja, hier wird wirklich konfektioniert. Jetzt schauen wir mal, ob der Wagen angebunden ist. Wenn du mal dahinter schaust, das Bauteil ist zur Montage am Band eigentlich fertig. Also das heißt, Also da ist nicht nur das Holz dann nein, baut, du sondern hast, da ist du alles hast deine Siphons drin, du hast in dem Fall auch schon den Geschirrspülmaschine inkludiert. Okay. Der Gasanschluss für den Kocher ist drin. Also im Endeffekt ist die Logik ist immer Plug and Play, Ja. um in der Linie selber eigentlich den geringsten Aufwand zu haben. Machst du in der Vormontage extrem viel, sodass du am Band später, das schauen wir uns dann an, mittels Hubwagen oder elektrischer Armeise einfach nur noch justierst. Zack, So rein. kannst du die Taktzeit in der Linie halten, ne? Wenn du die Gewerke vorlagerst. Hammer. Cool. Und aufgebaut, wie gesagt, wir haben da hinten sogar bis zur Elektroinstallation, konfektionieren die hier alles. Da kommen im Prinzip Waschtische, Küchen, Bäder, ganze Nasszellen werden hier konfektioniert. Jetzt muss ich aufpassen, so. Und in der Linie nur noch die Montage. Du siehst jetzt hier im Endeffekt so eine Bartstirnwand, die Oberschränke. Ja, ist schon. Und hier hast du immer so einen Puffer von maximal, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, 2,5 bis 3 Tagen. Okay. Weil du kannst nicht mehr in die Vorfertigung gehen, wir haben gar keinen Platz dafür. Also das ist immer, ist nicht just in time, aber der Puffer ist extrem gering, weil wir in der Vorfertigung jetzt nicht irgendwie eine Woche hier auf Lager legen können. Wir können hier keine 15 Autos Hast gar platzieren. keinen Platz, Genau. ja. Deswegen muss es eigentlich immer Ich abgestimmt behaupte mal, dass das dann auch einer der größten Zeitaufwände vermutlich ist, oder? Genau, Das Zusammenbauen, weil wie das du ist- schon sagst, wenn die Module fertig sind, geht's Das ist wahrscheinlich unser zacke. Kerngeschäft. Alle fragen ja. Aber das ist Holz und Kunststoff. Also wir sind tatsächlich hier bei den Schreinern zu Hause. Das ist unser Kerngeschäft. Wir haben dann auch die Panelfertigung, die schauen wir uns an. Die haben wir uns ebenfalls aufgebaut. Aber so der Holzbereich und die Fertigungstiefe im Holz ist bei uns eigentlich so auf Maximum. Krass. Und wir versuchen Fertigungstiefe hier, heißt, da geht am meisten Zeit rein. genau. Und wir versuchen alles, also das ganze Modul wird hier hergestellt. Die Möbelfronten, so das ganze Hochglanzthema, Ja. das Geschwungene, das können wir nicht abbilden. Also das Okay. ist ein Zukaufteil, Okay. aber die Korpusse werden hier gefertigt. Sehr gut. Jetzt hast du im Endeffekt Das hier ist die die Linie. lange Halle hier. Genau. Jetzt haben wir hier die Produktionshalle von 280 Metern auf 25 Stationen verteilt. Okay. Und jetzt gehen wir aus dem Bankraum nach vorne auf die Station 1. So wird auch die Ware dann transportiert. Die wird Wir vorne, sind vorhin ja da hinten gestartet Genau. sozusagen, da kommt das Chassis dann rein. Genau. Und wenn es da hinten reinkommt und da vorne raus, dann ist ist das fertig. Reisemobil fertig und es dauert in der Regel 12 Arbeitstage. 12 Je Arbeitstage. nach Taktzeit, ja. Okay, krass. Ja. Wir waren schon mal auf 10 Tagen, haben aber dann die Taktzeit ein bisschen nach oben gedreht. Wenn du alles zusammenrechnest, also auch die Vorproduktion und so, was meinst du, wie viele Tage kommen da noch dazu? Naja, wenn wir jetzt, meinst du die reine Fertigungsdauer oder meinst du jetzt Abbestellung bis zur Lieferung? Nee, die reine Fertigungsdauer. Die reine Fertigungsdauer sind 12 Tage, weil das Ganze synchron läuft. Alles, Das heißt, alles die einkalkuliert. Vormontagen sind schneller fertig. Ja. Also im Endeffekt ist es ja nur vorgelagert. Aber du musst eigentlich schauen, dass du mit dem Stundentakt in der 38-Stunden-Woche dieses ganze Fahrzeug abbilden kannst. Sehr gut. So, jetzt siehst du hier den Vorteil der fertigen Module. Ja, Die sind hier komplett konfektioniert. Hier steht der gesamte Satz für das nächste Fahrzeug. Den schauen wir uns aber gleich später an, wenn wir von vorne mit kommen. der Ameise, wie du gesagt hast, Genau. dass es dann draufgehoben wird. Ganz angenehm. Die haben ihre eindeutigen Kommissionsnummern, die Kollegen. Und anhand der Kommissionsnummer oder der Projektnummer wissen sie ganz genau, was wohin kommt. Servus. Und dann siehst du, wie die fertigen Module im Prinzip aufgesetzt werden. Ja, schon cool, also muss ich echt sagen. Und Und die Jungs, sind die dann immer an dem Platz oder gehen die mit dem Fahrzeug mit? genau, der Aufbau ist im Endeffekt, kannst du es dir so vorstellen, wir haben Stationen und es gibt einen Stationsleiter, der von 1 bis 3 Stationen verantwortet. Die Stationen sind nicht wild gewürfelt, das heißt, der Elektriker verantwortet die Elektriker, der Schreiner verantwortet die Schreiner, der Gas-Wasser-Installateur hat sein Team und die pendeln. Also du musst es dir so vorstellen, wenn der Takt jetzt nach vorne geht, kann es sein, dass sie die Station verlassen, mitgehen und das können sie teilweise bis auf 2, 3 Stationen ziehen, lassen sich dann aber wieder fallen und fangen da an der Station wieder Okay. an. Also die Also sind gehen, auch immer unterwegs ja, sozusagen. müssen unheimlich flexibel sein. Also das Know-how ist eigentlich in den Köpfen der Mitarbeiter. Das ist so der Fertigungstiefe und dem Kundenwunsch geschuldet.
Weil ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, es kommt sicherlich selten vor, dass wir 2 gleiche Autos im Jahr bauen. Okay. Also das mag man nicht glauben, aber du siehst, die Das ganzen ist geil. Kabel, Wollen wir mal drauf filmen hier. das ist alles Einzelkonfektion. Ne? Ja. Die Kollegen, die lesen den Auftrag, ziehen die Kabel, der Kunde möchte hier eine Steckdose, da eine Steckdose. Einzelkonfektion heißt individuell. Genau, es gibt die Kabelstränge hier, wenn du dir den mal anschaust, die werden zugekauft. Und alles, was keinen Stecker hat, hier, wie in dem Falle, wird hier von den Kollegen konfektioniert. Also das sind im Endeffekt ist das hier alles von uns. Das habt ihr alles vorbereitet sozusagen. Genau. Ja. Also auch die Kabelkrimpen und alles. Aber jetzt viel aus dem Wissen der Mitarbeiter. Ne? Ja, Wenn du klar. jetzt da hinten mal reinschaust Ja. in den Kabelsatz. Da kommst du noch schön hin, gell, an alles. Wenn es dann mal irgendwann was nachrüsten musst. Das erkläre ich dir gleich, das ist echt eine oft gestellte Frage. Ja. Jetzt haben wir hier kein Chassis. Hier steht normalerweise das blanke Chassis, das wird geprimert, aber die sind im Takt voraus. Also das ist wahrscheinlich das Fahrzeug. Die haben ja, du musst dir das so vorstellen, wenn wir in 3,5 Stunden takten, die mit dem Gewerk schneller werden, dann musst du irgendwann bremsen, sonst die können ja nicht nach vorne schieben. Das heißt, vorne fährt der Erste raus und dann geht es weiter. Und wenn sie einen kleinen Vorlauf haben, dann wird gebremst. Da werden die Kollegen anderweitig eingesetzt, sonst wäre hier das Chassis gestanden. Und jetzt zurück zu deiner Frage. Der gesamte Aufbau, wenn ich mir das jetzt so anschaue, der ist ja so konfektioniert, also wenn jetzt vorne der Tank was hätte, dann könnte ich, wenn ich die Batterien entferne, du kannst dich da mal draufstellen. Kann ich das Brettel Stell rausmachen? dich mal drauf. So, du kannst dich, wenn du jetzt im Endeffekt die Batterien rausziehst, das Brett entfernen und über den vorderen Tank bis nach hinten durch. Das machen dann die schmalen Mitarbeiter, also nicht solche wie du und wir ich. zwei, ja. Ja, du sondern- würdest vielleicht noch durchpassen. Ja, aber Der dann Sebastian hinter der Kamera, aber dann ziehen der sie wäre im der Richtige Endeffekt rein. dafür. Und da kannst du überall zugänglich agieren. Okay, sehr geil. Und du Das siehst, wusste ich gar nicht. Also du kannst wirklich die Trennwände rausmachen und Genau. alles rausziehen und wenn dann was ist, muss halt wirklich einer mit der Lampe rein. genau. Tauchgang. Oder über die Seitenwand, also ich meine, im Endeffekt haben wir ja viele Zugänge. Servus. Servus. Dann haben wir dann viele Zugänge, du könntest ja durch die Demontage, ne, du kannst ja eigentlich Ach, schon geil gemacht mit dem Kabelkanal und allem drum und dran. Also mega. viele Fragen, das zeige ich dir mal da vorne, oder ja, viele Fragen, wieso immer der Schweizer Käse, ne? Warum so viele Löcher? Und das ist eigentlich dem geschuldet. Ich habe hier einen Zwischenboden und der Kunde ist bei minus 30 Grad unterwegs. Und damit die Luft hier drin zirkuliert über die Heizung, Okay. gibt es immer einen Konvektor, den siehst du von hier, der ist zwar noch nicht angeschlossen, aber den siehst du von hier. Von der alten Heizung. Genau, hast du den Konvektor und die Tanks sind immer beheizt. Also solange die Heizung läuft, ist Passiert die auch Autarkie gewährleistet und Die können die die Kabel Luft durch, aber auch zirkuliert. Wärme halt. Genau. Ja, Zirkulation. Die Luft zirkuliert dazwischen. Das heißt, ich habe keine Froststau Ja. oder sonstiges und es gefriert nichts. So, du siehst, das meinte ich jetzt mit Stau. Das ist jetzt so ein klassisches Taktloch. Das heißt, der vordere Bereich hat getaktet und bis die hinten nachtakten, vergehen 2-3 Stunden. Okay. Weil die müssen immer reinigen. Der Stationsleiter hier macht seine Checkliste, ja. QTK-Protokolle, die er abhakt und der vordere Bereich übernimmt dann. Krass. Und wenn dann jetzt Aber so habt ihr halt gereinigt auch ist, immer Sauberkeit Genau. und alles ordentlich. das ist dann im Endeffekt dann gewährleistet und jetzt takten die von vorne auf und dann kommt das Chassis hinten rein. Ja, aber wenn du ununterbrochen arbeitest, geht ja gar nicht. Dann ist es irgendwann Genau. dreckig. Genau. Und jetzt schau, vorhin haben wir das Modul gefilmt, das ist schon drauf. Im Endeffekt, wenn du dich erinnerst, der Kollege, der hier mit der Ameise durchgegangen ist, das Modul wurde schon Stimmt, gesetzt. ist schon oben. Ja. Und der positioniert sich gerade. Und das ist der Vorteil, Schraubt irgendwas fest. der Modulbauweise. Du hast im Endeffekt dieses gesamte Gewerk outgesourced, nimmst dir das Bottleneck nicht Ja. und stellst das fertig Muss eigentlich nur noch konfektionierte Modul zusammenbauen, in auf. Anführungszeichen. Also Genau. natürlich schon auch speziell alles, aber man tut sich natürlich viel einfacher, als wenn du jetzt erst die Schublade einbaust. Genau. Ja, und dann besteht natürlich auch wieder die Gefahr, dass was kaputt Und geht, du siehst, verkratzt wird. wenn du jetzt mal beobachtest und einfach mal mit so einem Blick, Ja, die lesen nicht ab, was sie machen sollen. wir wissen das. Die lesen, also egal, du musst jetzt mal gucken, der Stationsleiter studiert seinen Arbeitsplan, die Gewerke werden verteilt und die lesen nicht ab, was sie machen sollen. Also das ist wirklich extrem hohes Know-how, was die Mitarbeiter Ja. mitbringen müssen. Und du musst dir das so vorstellen,
Wir produzieren einen Grand Empire, ich sage jetzt mal für 800.000 und dahinter einen Home für 200.000 und die müssen sich immer umstellen. Ja, eben, das ist ja das Krasse, weil bei vielen anderen Herstellern wird ja, sage ich mal, eine Woche lang nur der Pepper zum Beispiel gebaut. Ja, oder ein gewisses Nein, Modell. du hast bei in der euch ist es ja Linie von alles. klein, groß, Genau. mittel, groß, klein. Wir haben diese Multilinie, gemischt. wo wir brauchen die Kleinen, um die Großen zu bauen. Und dieses Umstellen in der Linie würde bei unseren Modellen, weil die einfach zu weit auseinander gehen, die würde so viel Taktverluste oder Ausbringungsverluste mit sich führen, dass das unlogisch wäre. Ja, dann, ja. Deswegen fahren wir immer ein Mittelmaß, das heißt der Arbeitsvorbereitung, der Produktionsleiter, der schaut sich an, ich habe diesen Monat 40.000 Stunden als Kapazität, was kann ich produzieren? Also Ja. es gibt einen Produktmix, den wir definieren und der wird gefahren. Krass. Und wenn der Produktmix sich verändert, das heißt, ich baue nur noch kleine Autos, dann wird die Taktzeit angepasst. Wenn der Produktmix sich verändert, ich baue nur noch große Autos, dann spielen wir dann im Prinzip immer, Okay. ohne dass wir immer Mitarbeiter rein, Mitarbeiter raus machen müssen. Wir können jetzt immer vorne hin, vielleicht schauen wir uns mal an, wie Jetzt die die Seitenwand Seitenwand setzen. hier. Ist jetzt ein größeres Fahrzeug, oder? Im Vergleich zu den anderen. Genau. Ja. Das erkennst du immer an den Stauraumklappen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob sie wegheben oder setzen. Und der kriegt jetzt eine Waschmaschine hier. Genau, die wird auch ebenfalls aus Erleichterungsgründen schon vorher reingestellt. Der schiebt sie jetzt in sein Loch rein. Ja. Die würde aber auch durch die Aufbautür passen. Ne? Okay. Also es ist Kann man so auch nachrüsten. konfektioniert, genau, dass sie auch durchpasst. Die haben sie jetzt nur oben hingestellt, um die Tür nicht zu beschädigen. Du siehst, die Bauteile, das schauen wir uns jetzt in der Panelfertigung an. Auch hier aus der Panelfertigung immer Plug and Play. Das Bauteil ist veredelt, das Dekor ist drauf, der Rahmen ist eingeklebt, das Fenster ist geklebt, sodass wir hier nur noch setzen müssen. Dass die Mitarbeiter hier, du siehst das, die justieren an, die halten mal kurz an, wir können mal rumgehen. Früher hat man das alles mit Hand gemacht. Nee, also Nee? seitdem ich das kenne, und das ist schon ein paar Jahre, Okay. also wurde immer mit Kran gehoben. Ja. Ne? Weil die klar, Bauteile geht ja haben nicht doch anders. ein Gewicht. Ja. Aber diese komplette Seitenwand macht ihr ja hier bei euch selbst. Genau. Da schauen wir jetzt mal rein, komm. Das ist eine gute Überleitung. Da schauen wir jetzt einfach mal rein. Das ist die GFK-Vorbereitung. Das heißt, alle Schürzenteile, die du dann da unten siehst, die werden dann im Endeffekt teilweise passgenau gemacht. Hier werden Dinge noch anlaminiert. Wahrscheinlich war das Gitter ein Fehlteil. Deswegen ist hier die Absaugung. Also du hast hier eine extrem hohe Absaugung, Ja. damit der Feinstaub im Endeffekt gleich wegkommt. Ne? Und der Mitarbeiter so wenig Belastung hat wie möglich. Hier, Ah ja. hier beginnen wir in der Panelfertigung. Paneele heißt Seitenwand. Genau, Seitenwand, Dach, Bodenplatten, Heckabsenkung, Bettplatten, die werden alle hier gebaut. Vielleicht kannst du dazu kurz was erklären, wie eure Seitenwände zum Beispiel aufgebaut sind. Genau. Also wir haben jetzt hier im Endeffekt, das ist zweimal GFK, also gehe ich davon aus, das ist der Boden 1, wobei das Anti-Slip auf der Innenseite sein sollte, also wird das wahrscheinlich eine Musterverpressung sein. Du hast immer, fangen wir mit der Seitenwand an. Bei der Seitenwand hast du außen je nach Baureihe 0,8 bis 1,2 mm Blech. Das ziehst du dann im Endeffekt hier aus dem Paternoster raus. Der legt sein Blech auf, dann kommt aus dem Zuschnitt vorne kommt der Schaum. Den baut er im Endeffekt auf das Blech auf. Dann geht das Ganze in die Presse. Du siehst, die Presse ist jetzt auch unten, wenn du mal guckst. Ah ja, Die Presse ist jetzt unten. Man kann sich das so vorstellen, es sind zwei Fußbodenheizungen. Die obere fährt gegen die untere. Die werden auch beheizt, das sind quasi Okay, krass. Wärmeplatten. Und mit der Wärme regulierst du die den Härtungsdauer Kleber, vom wie schnell der Genau. Kleber halt dann. Ja. Desto wärmer, desto schneller verklebt er eben. Und nach der Presse geht es in die 10C. Da schauen wir mal vor. Sind das hier Schablonen oder sind das Nee, das sind Bettplatten. Okay. Die werden verpresst, die Kollegen haben sie vorgefertigt und die pressen sie immer zwischendrin. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt ein Fahrzeug mit einer Seitenwand von 7,50 Meter oder 8,50 Meter mache, die Presse kann 12 Meter und dann kommt sowas immer als Lückenfüller mit rein. Verstehe. Okay. Deswegen steht es hier. Und dann pressen die das immer rein. Bei einer Seitenwand mit 12 Meter funktioniert es nicht, aber bei den kurzen pressen die Bettplatten immer mit rein, um eben den Pressvorgang nicht zu verschwenden bzw. die Teile zu behalten. Weil es sind ja immer Dach, 2 Seitenwände und 2 Böden. Also das heißt, ich habe immer 5 große Module und eine kleine Heckabsenkung und eine kleine Bettplatte, 2 kleine Module. So, auch hier, du siehst, die kommen jetzt gerade aus der Brotzeit, die Kollegen. Die Seitenwand fährt von der, Presse? wir können ja mal rein,
Die Seitenwand kommt aus der Presse. Jetzt haben wir hier zwar kein Bauteil, aber du kannst dir das als Arbeitstisch so vorstellen. Der senkt ab, die Sauger greifen das Bauteil. Stabilisieren den. Genau, und dann kommt der Fünfachsfräser, auch hier mit einer Absaugung. Die Kabine ist auch zu, nicht nur wegen dem Staub, sondern auch wegen dem Lärm. Also da entsteht auch Lärm, wenn man Und dann Aluminium schneidet der halt die Fensterausschnitte raus. Genau, Und Fenster, Türen. geht das mit Wasserdruck oder Nee, mit das ist ein Laser? Fräser. Ah, Also Fräser. du schaust der hier schon mal. fräst das wirklich raus. Genau, du hast hier dein automatisches Werkzeug und dann geht es mit dem krass. Fräser. Also der nimmt sich die automatisch, Genau. zack, zack, Hier hast du die Total, Konturen, der macht den Konturschnitt auch gleich beidseitig. Also du hast hier und da Zeiten, ja. den Konturschnitt und wenn das Bauteil fertig ist, löst er wieder die Ansaugung und dann schieben die Kollegen das auf den Arbeitstisch. Okay. Also das wird dann per Hand einfach weitergeschoben zur nächsten Abteilung. Genau. Wir haben eine zweite Panelfertigung, die zeige ich euch aber beim nächsten Mal. Und dann geht es automatisch über ein Rollband. Ah, okay. Dann sind wir eher im Bereich der Holzteilefertigung, absolut modern. Aber wie gesagt, damit ihr einen Grund habt zum Kommen, Ja. zeige ich euch gerne. das beim nächsten Mal. Jo. Ah ja. Genau. Hier hast du einen geht's dann halt Arbeitstisch. Es wird rausgeschoben und dann wird veredelt. Ne? Das sind jetzt so die Bereiche. Also Und jetzt, foliert, Fenster eingebaut. genau, erst werden die Teppiche verklebt. Du hast im Innenbereich entweder Kunstlederstoff, im Garagenbereich den schwarzen Filz, die Garagenklappen mit schwarzem Filz. Die Duschpaneele oder Küchenpaneele werden teilweise hier schon aufgeklebt. Okay. Und wenn die dann hier mit der Veredelung fertig sind, geht es hier in die Montage. Das heißt, die Klappen werden Zeigen, montiert. ja. Die Klappen werden montiert, die Fenster, hallo, die Fenster kommen dran, der Türrahmen und ein Teil der Elektrik wird auch mit verlegt. Ne? Cool. Sodass du dann im Endeffekt, wenn du rechts auf diesen Wagen schaust, Die fertige Wand. genau, inklusive Dekor, du musst an das Bauteil nicht mehr hin. Das ist immer auch da im Endeffekt das Thema Plug and Play, aus der Fertigung rausziehen, um schneller zu sein. Mega. Das gesamte Areal hat 132.000 Quadratmeter. Unglaublich. Und wir haben über 30.000 Quadratmeter Halle. Wahnsinn. Also Wahnsinn. inklusive Logistik, Service Center, Hätte ich auch Ersatzverlager. Ja, aber das nur zur Dimension. Ne? Das ist eigentlich ein heftig. Riesengelände. Das ist heftig, ja krass. So, jetzt Sieht man schon, haben wir gell? vorne gesehen, Seitenwände sind gesetzt. Also es kommt immer die linke Wand, die rechte Wand. Die Frontmaske wird montiert. Dann geht das Fahrzeug zur Bettplatte. Heckmaske wird montiert und dann geht es ins Gerüst. Also heißt hier, Gerüst? da schauen wir gleich hoch. Hier werden jetzt die Oberschränke, du siehst immer die roten Schienen. Also nicht die Rohre sind die Sprenkelanlage, aber die Schienen sind vom Kran. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Kräne, die unterschiedlich fahren. Und hier hängen sie die Oberschränke. Ah, Also, okay. Bevor das Dach drauf kommt, werden Kommen die die Oberschränke genau. reingehoben und dann, Sodass du das nicht mehr durch die Innentür schieben musst, im Auto rangieren musst, wird es im Endeffekt gleich gehoben. ja, ist leichter, du beschädigst nichts. Genau. Ja, geht schneller. Brauchst halt einen Kran. Servus. Ja, krass. Jetzt zeige ich dir das Gerüst, aber da liegt das Dach schon drauf, leider. Aber man sieht schon, also klar, ihr steht für große Fahrzeuge, aber also aktuell werden schon viele große auch produziert. Ja, du siehst tatsächlich den Mix hier drin. Das ist jetzt mittlerweile jeder dritte, spätestens jeder vierte ein großer. Also Das hast du vorhin auch mal angesprochen. der Anteil ist tatsächlich Tendenz zu den Großen. Und wenn sich das verändert, müssen wir es wieder anpassen. Dann ist jeder Große nur noch jeder Sechste oder Siebte. Du hast auch erzählt, viele Kunden fangen bei euch mit einem kleinen an und entwickeln sich dann immer weiter. Genau, also wir haben im Endeffekt, das ist kein Einzelfall, es gibt viele, die kommen bei einem Loft, bei einem Home oder bei einem Palace und sagen, das ist das Maximum, es muss nicht mehr. Ja. Also da habe ich schon viele Gespräche geführt und wir entwickeln den Kunden eigentlich mit bis zu einem Grand Empire über die Fahrschule, die wir dann draußen vielleicht sehen. Also wir haben wirklich eine Fahrschule hier auch integriert, um den Leuten auch die Angst zu nehmen. Ja, klar. So, Ja. jetzt ist hier das Dach schon drauf. Wir schauen aber einfach mal da rein. So, du siehst, bevor der Deckel drauf kommt, sage ich jetzt mal ganz plump, die ganzen Oberschränke hängen. Die Ja, Verteilung jetzt die ist drin. Klappen auf. Genau. Und dann geht es ins Gerüst. Und dann haben wir hier im Gerüst 4 Plätze, wo das Fahrzeug dann später noch auf 3 durchgeht. Und hier wird das Dach verklebt. Und das ist eigentlich immer derselbe Prozess. Ich reinige, warte eine gewisse Abluftzeit, ich primer, warte und dann wird verklebt. Hast du auch schon mal hier zusammengebaut? Ich habe tatsächlich, also
Nicht bei Morelo, aber mein Start meiner Ausbildung war tatsächlich in der Produktion damals. okay. Ich habe jetzt seit 2004 bei Concorde gelernt. Okay. Und da waren meine ersten 4 Monate in der Produktion. Okay, cool. Also 3 Monate Produktion und 1 Monat Lager. Okay, Das, also wenn Lager, einer so wie es krank heute ist, gibt, dann- das Lager, so wie es heute gibt, inklusive Ausstattung, das habe ich gemacht. Krass, sehr cool. Ja, schau an. Und da war ich im ersten Lehrjahr. Ne? Ja, So, jetzt muss man dazu sagen, parallel zum Dach, also es wird ja das Dach gemacht, der Innenausbau findet statt. Also man sieht das von hier nicht, aber dann später im Gerüst. also die sind nicht nur jetzt hier oben, Nein. sondern die sind auch unten im Die sind auch Fahrzeug unten drin. und wenn du darauf achtest, die Schürzen sind schon dran. Das Ja. heißt, der Schürzenbau ist parallel dran. Also wir sind am Fahrzeug unten dran, wir sind oben dran fürs Dach und innen der seitlich. Innenausbau. Genau. Also, ja. Und der hier bekommt Mirrorcams anscheinend, oder? Die werden dann Ja, hier der so- Anteil wird immer Finde ich auch tendenziell cool, größer. ja. Also wir sind jetzt, ich sage jetzt mal 50-50, Tendenz weiter nach vorne, Okay, weil die krass. Technik sich immer mehr durchsetzt. Du hast nicht mehr diese sperrigen Spiegel, die vibrieren, die vielleicht ja, Geräusche noch viel machen, breiter Lärm. sind. Ja. Genau. Und beim Rangieren stören. Genau. Jimmy, wir sind weg. So. Alles gut. Ja, danke. Waschmaschine, alles dabei hier. Ja, ich meine, im Endeffekt definiert der Kunde seinen Wunsch. Vom Groß bis Klein. Wir haben eine Servus. grüß dich Gerd, wir haben eine extrem große Preisliste und Preisliste und dann kann der Kunde definieren. Und du siehst jetzt, also wir sehen jetzt hier auch unter dem Gerüst der gesamte Möbelbau, der stattfindet. Es wird auch ein Stück weit im Garagenausbau Krass, ey. So fortgeschritten. schnell geht das, gell? Hier ist schon alles drin, Kombi, also Wechselrichter, Solarregler, alles. Genau, alles hier, haben wir dran. auch, hier beginnt auch die Elektro 2 Abteilung, das Okay. heißt, die schließen hier auch schon an. Okay, krass. Mega cool. Servus Daniel. So, hier werden die Baldachine vorkonfektioniert. Grüß dich, Oleg. Hallo. Servus. Hallo. So, Servus. jetzt siehst du mal den Unterschied. Also wenn du jetzt mal hier stehst und vergleichst, wie das Auto ist und wenn ich jetzt da mal rüber gehe, also es ist nicht nur der Preis, sondern Ja. Höhe, Länge, Breite. Ne? Ja, na klar. Und dann wird wirklich jedes Fahrzeug, wenn du mal hier hochkommst, individuell. Du siehst jetzt da vorne einen Kunden, der hat kein einziges Solarpanel drauf. Und jetzt kommt ein Kunde mit 2, 4, 6 Platten. Krass. Der andere könnte 12 haben. Also das ist das, was ich immer sage, diese Individualität. Weil das, was sie bei dem Fahrzeug einsparen an Arbeitszeit, müssen sie natürlich hier wieder reinstecken. Und wenn der da hinten jetzt mit 12 kommt, müssen Ja. sie sogar noch einen Ticken schneller machen. Und deswegen müssen wir in der Arbeitsvorbereitung immer schauen, dass es passt. Weil wenn ich jetzt 3 Autos mit 12 Platten durchjage, funktioniert dauert es im natürlich Team viel nicht. länger, Genau, ja, klar. funktioniert es im Team nicht. Und hier ist im Endeffekt, der Innenbereich ist schon extrem fortgeschritten. Du siehst, die vordere Anbindung zum Armaturenbrett und dem Fahrerhaus ist schon drauf. Die war vorher nicht drauf. Das Dach ist nahezu konfektioniert. Also wir haben jetzt hier das silberne Band, wenn du mal guckst, da hinten unter dem roten Primer. Das Dach ist nahezu zu. Die Aluminiumkanten sind schön, aber das ist im Endeffekt nur die Optik. Die Dichtungsebene ist schon weiter drunten. Ja. Und jetzt ist die Markise montiert. Die machen die Platten drauf. Und wenn das Auto das Gerüst verlässt, muss ans Dach auch niemand mehr kommen. Also Das ist dann abgeschlossen. genau. Servus. Ist dann hier so auch Lagerbereich so ein bisschen, oder? Ja, ja, die sperrigen Teile. das sind hier die Genau, Blenden, das sind die oder? Dachkantleisten. Okay. Und die sperrigen Teile sind natürlich hier, weil wenn er am Tag, Ja. ich weiß nicht, 100 Meter verarbeitet, dann wäre das ja Irrsinn, das alles einzeln Hoch und anzubiegen. runter jedes Genau. Mal. Ja, das Und macht keinen jetzt siehst du im Endeffekt, da ist das Dach komplett abgeschlossen, da muss auch keiner mehr hin. Sinn. Ja. Ist auch wichtig, arbeitsschutztechnisch. Was halt ein Nachteil ist, und das siehst du seitlich an dem Fahrzeug, das sehe ich natürlich als Geschäftsführer ungern, das sind die Folien, die Aluminiumfolien, weil einfach die Fenster fehlen. Okay. Wir sind jetzt in der Branche, ich sag mal, in einer extrem kleinen Branche, durch die Kurzarbeit. Ja, und da fährt ja nahezu fast jeder Zulieferer Kurzarbeit. Ja. Weil wenn so ein großer Hersteller mal 5000 Stück drosselt, dann Ja. bedeutet das für alle Zulieferer die Vollbremse. Und dann bleibst du als kleiner
Herstellungsbetrieb mit 500 Luxusautos links liegen, weil wegen dir macht keiner einen Ofen an, Macht der die dir die Fenster macht, sondern da fallen wir immer ein Stück weit hinten Also runter. der wird dann draußen geparkt oder wo auch Genau, immer? der geht nach draußen, der ist abgeklebt, der wird so weit wie möglich fertiggestellt und die werden dann im Nachgang geklebt. Okay. Und das ist natürlich, ich sage jetzt mal, seit Corona sind wir da geübt drin, mit diesen Fehlteilen umzugehen. Nur wünsche ich mir langsam mal so ein bisschen Stabilität Versteh und ich. Ruhe, weil Ja. das extrem viel Zeit und Energie kostet. Ne? Na klar. Und auch natürlich am Schluss auch beim Endkunden für Ärger sorgt, weil Der wartet. du hast das Fahrzeug hier mit 99,5% fertig Ja. und dann wartest du teilweise Wochen auf die letzten Bauteile, um das Auto in die Auslieferung zu geben. Kenne ich auch von unserem Handelsbetrieb. Und das ist echt schwierig. Ja. Und du weißt halt nie, wann sie kommen. Das ist halt dann immer so ein bisschen schwierig. Ja. Genau. Ja, sieht fast fertig aus. Ja. Richtig gut. Also hier wird dann, sage ich mal, immer noch Elektro wahrscheinlich gemacht, oder? Das ist jetzt die Fahrzeugelektrik, da können wir jetzt einmal hingehen. So. Da wird jetzt die Fahrzeugelektrik komplett angeschlossen. Das heißt, die Seitenbegrenzungsleuchten, die Frontbeleuchtung, die Heckbeleuchtung. Kameras. Dann kommt das Fahrzeug auf die Bühne. So, hallo Alex. Und alles im Griff? Servus. Servus. Dann kommt das Fahrzeug auf die Greif und wird von unten komplett angeschlossen. Und wir können ja mal reinschauen. Komm. Dass du einfach mal den Fertigungszustand siehst. So. Servus. So, das ist im Endeffekt ist das Fahrzeug nahezu fertiggestellt. Vorne die Anbindung ist verklebt. Jetzt kommt das Thema Multimedia, Düsen. Ja. Und du siehst, die Polster, der Tisch wird im Endeffekt immer gegen Schluss montiert, um die Beschädigung Ja. so gering wie möglich zu halten. Ne? Du auch noch mal ein Das ist bisschen auch mehr immer alles Bewegungsfreiheit hast. abgedeckt. Ah ja, hier, ja. Genau, man versucht immer hier die Schutzfolien auch von den Klappen immer am Bis zum Schluss Schluss, abzuziehen. ja. Die Küchenarbeitsplatte hat immer einen Schutz dran. Und hinten wird jetzt die Heizung, der Bettausbau, kannst du mal gerne hinterfilmen. Der Bettausbau und dann wird das Fahrzeug so jetzt langsam dem Ende zugeführt. Sehr geil. So, da oben haben wir eine Polsterbühne, also so Baldachine, Kleinigkeiten beledern wir selber. Dann sind wir einfach flexibler. Oben. Ja, die ist jetzt aber umgezogen. Die hat aufgrund des Lärmes haben wir die jetzt, glaube ich, weiß nicht, letzte Woche, vorletzte Woche nach hinten gezogen. Okay. Die Bühne wird erstmal nicht genutzt, also als Lagerplatz. Ja. Und du siehst hier die ganzen Ledersachen, die ganzen. Also ihr seid auch Polster. flexibel, ja? Also wenn ihr feststellt, okay, das passt jetzt nicht, dann Genau. passt ihr das immer an. Diese ganzen schwarzen Beläderungen im Fahrzeug werden ja hier gemacht. Ne? Okay. Die Baldachine werden hier beledert, was uns natürlich die Flexibilität lässt. Kann man mal reinschauen, wie sauber das alles verkabelt ist hier in der Elektrik. Schon Endstufe. Vor allem, wenn du siehst, vorne die Station mit dem Konfektionieren und jetzt, ne? Das ist zu. So. So, da geht es Ist da jetzt so ein quasi. Sensor drin, hier rechts, oder? Genau. Ah, okay. Krass. So, jetzt geht es quasi gegen Probefahrt. Ne? Also wir sind jetzt so auf den letzten Stationen. Das heißt, die Qualitätsendkontrolle geht schon rein. Also eigentlich ist er fertig, nur jetzt wird nochmal kontrolliert, ob wirklich alles... Genau, vorne Passt. das Finish, also jetzt können wir mal reinschauen. Vorne liegt das Polster schon drin, die Vorhänge Ah ja. hängen. Unglaublich, gell? Jetzt beginnt auch die Endreinigung. Du siehst, die ganzen Schutzmatten sind weg, also bis auf den Boden, die bleiben drin. Aber die Schutzabdeckungen werden demontiert. Die Kollegen gehen nochmal mit der Reinigung drüber und alles, was auffällt, können sie jetzt noch korrigieren. Weil wenn später die QTEK kommt, dann Was heißt QDK? Qualitätsendkontrolle. Ah, okay. Das ist quasi ein Team, die sind autark. Und da wir eine Variable haben in der Linie, das heißt, wir prämieren im Prinzip die Ausbringung und die Qualität. Und auf die Qualität hat die QTK Einfluss. Also Ja. die sind quasi, die sind im Endeffekt dafür zuständig, wie die Variable hier ausfällt. Und es ist ein separates Team, was dann eigentlich das Fahrzeug aus Endkundensicht auf Technik und Optik prüft. Okay, krass. So. Kann Endkunde auch hier bei euch direkt bestellen, oder? Also wenn jetzt einer sagt, er will direkt beim Hersteller kaufen, geht Ja, auch? wir haben einen Werksverkauf. Also wir haben wirklich 3 Kollegen oder 3,5, einer in Teilzeit. Der Dieter, liebe Gruß. Wir haben hier einen Werksverkauf, auch einen extrem starken. Wir haben hier auch eine extrem große Auswahl.
Aber das Geschäft wird immer dem Standort des Endkunden zugewiesen, mit der Ausnahme, wenn der Kunde sagt, er möchte nicht. Also wenn der Kunde sagt, er will nicht zu dem Handelspartner, wird vermittelt und zum nächsten Handelspartner, kommt aber selten vor. In der Regel ist die Empfehlung immer an den Endkunden, Kauf vor Ort. Du hast deine Werkstatt vor Ort, du hast deinen Ansprechpartner vor Ort und jeder, der so ein Reisemobil fährt, also wir haben hier ein Haus auf dem LKW und schicken es durch Europa. Ja, das ist schon vergessen viele. Das vergessen viele, ja, aber das ist einfach so. Und dann ist die Empfehlung natürlich immer, kauf da, wo du schnell bedient Aber macht ihr wirst. auch Werksauslieferungen? Ja, also tatsächlich im deutschsprachigen Raum würde ich sagen, sind es 60%, weil der Kunde möchte dieses Erlebnis. Der will auch eine Werksführung machen. Genau, mal der gucken. Endkunde, der wird dann das in der Auslieferungshalle, wir haben eine separate Halle dafür, Okay. der wird im Endeffekt früh empfangen. Mit einem Monitor, Willkommensgruß, dann kommt eine Schleife ums Auto, ein roter Teppich und die Einweisung hier vor Ort über unseren Spezialisten, die sich teilweise auch 2 Tage zieht. Okay. Dann empfehlen wir jedem Kunden eine Übernachtung, weil alles, was er dann nicht aufgesaugt hat, weil Kann es am ist für nächsten viele Tag sehr noch mal viel, fragen, ja. genau, kann er sich noch mal am nächsten Tag rückversichern. Und wieder da? Was macht's Bein? Oh. Dann. So. Und jetzt siehst du, jetzt wird im Endeffekt das Fahrzeug komplett hergerichtet für die Probefahrt. Ihr macht wirklich eine Probefahrt? Ja, ja, jedes Auto. Also es wird, du musst dir das so Auf was vorstellen. achtet ihr dann? Geräusche? Oder? Genau. Im Endeffekt sind es zwei, der Fahrer und der Beifahrer. Der Beifahrer schaut sich in dem Fahrzeug nochmal ein. Nicht nur Geräuschkulisse. Das wäre mein Job. Ey. Nee, wichtiger ist aber das Fahrverhalten. Okay. Du musst dir vorstellen, wir kriegen ein Chassis, was 2 Tonnen wiegt und bauen 4 Tonnen auf. Ja, klar. Wir verändern ja alles, deswegen haben wir hier eine Achsvermessung. Das wird im Endeffekt auf das Auch eine Fahrzeug, Waage, gell? Also, Einzelwaage, also es wird ja jedes Auto gewogen. okay. Es werden keine Schätzgewichte eingetragen, sondern tatsächliche Gewichte. Okay. Das ist ganz wichtig, Ja. weil es läuft nicht überall so. Beim Ja, Volumenhersteller ist es in der Regel so, die wiegen da nicht Circa 300 Gewicht. Autos die Woche, sondern die wiegen eins und dann wird stichprobenartig eine Charge durchgeführt. Bei uns wird jedes Auto, was an den Endkunden geht, verwogen. Die Dokumente werden an die Auslieferung weitergegeben und das tatsächliche Fahrzeuggewicht wird auch eingetragen. Okay, krass. Also wirklich, das ist dann der Auslieferungszustand, was uns ganz wichtig ist. Die Achsen werden eingestellt und was man hier vielleicht nicht sieht ist, jedes Auto geht zu Iveco oder zu Mercedes. Ausnahmslos jedes. Wie meinst du das? Die PDI, also diese Product Quality Check, der wird im Endeffekt vom Hersteller durchgeführt. Also ihr fahrt den Mercedes dann wirklich zum Mercedes-Händler, Wir der fahren checkt den auch Mercedes, nochmal durch. Der übernimmt die gesamte Validierung der Fahrsicherheitsassistenten, der macht eine PDI und bestätigt, dass wir im Endeffekt mit unserem Aufbau und dem Chassis kompatibel sind. Okay, krass. Weil, du musst dir das so vorstellen, wir reißen ja das Fahrerhaus runter und die gesamte Elektrik spinnt, weil die Blinker sind nicht mehr da, die Lichter sind Ja, nicht mehr da. ja, ja. Und das muss ja alles aufeinander Angelernt eingestellt werden, Genau. Update und so weiter. Angelernt werden und weil wir ja die Kamera, jetzt schauen wir mal, wo haben wir eine Scheibe, da fehlt gerade die Scheibe, jetzt hier, die Kamera, Die Assistenzsystem. genau, die Kamera wird im Endeffekt ja verändert Ja. zum originalen Positionspunkt und da wird die kommt noch Kamera rein. eingeklebt und dann gibt es eine Anlernfahrt. Das heißt, wir kalibrieren das Auto, es gibt eine Anlernfahrt und die Kamera weiß dann, welche Position es steht. Verstehe. Und ihr testet eben auch Genau. nochmal, dass am Ende auch wirklich alles passt. Genau. Und wenn das Auto dann von hier an die Endkontrolle geht oder an die Qualitätsendkontrolle, dann geht der Mitarbeiter eigentlich nur noch mit dem Endkundenblick drauf. Das heißt, die prüfen die Autos, wir können mal reinlupfen. Ja. Wir prüfen die Autos und dann geht es in die Auslieferung. Von der Auslieferung nach ganz Europa plus Neuseeland. Neuseeland. Das ist so das Land, was wir außerhalb von Europa noch beliefern. Und Werksauslieferung, also im deutschsprachigen Raum, mindestens 50%. So, du merkst hier eine ganz andere Geräuschkulisse. Ruhe. Eine ganz andere Geräuschkulisse, auch ganz andere Lichter. Du siehst die mobilen Wagen. Also hier wird dann wirklich nochmal genau drauf geschaut. Genau. Du siehst jetzt auch visuell, auch für die Kollegen, die haben sich halt hier Iveco geprüft in Ordnung. Das heißt, dann gehen die Kollegen erstmal drauf. Also die kriegen hier wirklich ein Endkundenfahrzeug, was du eigentlich an den Kunden übergeben könntest. Und das ist so die Qualitätsendkontrolle. Alles, was die hier feststellen, wird niedergeschrieben. Und das kann bei uns über die Qualitätstore kann es zurückverfolgt werden, wo es entstanden ist. Ah, okay. Weil die Kollegen haben die Möglichkeit, wenn es ein Fehlteil ist, aufzuschreiben. Wenn der Kollege es hier feststellt, ist es zu spät. Also dann wird es als Fehler anerkannt. Okay, Ne? verstehe. Und geht dann auf die variable Prämie. Und hier wird dann geprüft und von hier aus hat die Endkontrolle nochmal die Möglichkeit nachzubessern, wenn eine Nachbesserung erforderlich ist. Wenn nicht, geht es in die Auslieferung und wird dann im Prinzip an den Endkunden übergeben. Hammer. Können wir da mal rausschauen, Natürlich. was da so Schönes steht?
Das ist Ja. schon der Wahnsinn, gell? Wie die anlächeln hier. Ja, mir blutet immer das Herz, Ja. weil die Ware noch nicht fakturiert ist und nicht bezahlt ist. Also, Mir wären natürlich lieber, die wären beim sieht auch Endkunden. richtig cool aus mit dem roten Streifen. Ja, das war die 15-Jahres-Edition Ja, mit dem roten Streifen. Wir, Okay. wir, haben wir haben so ein Jubiläumspaket ja, und es war die 15-Jahres-Edition, Hammer. die der Kunde im Paket kaufen konnte. Also der lässt jetzt gerade Wasser ab. Wahrscheinlich wurde hier einmal alles getestet. Ja, die schauen, wenn da irgendwas ist oder sein sollte. Mhm. Und dann hast du jetzt hier im Endeffekt die Tanks, die werden tatsächlich alle Komplett voll. komplett voll gemacht. Geschaut, dass alles dicht ist. Hier nicht wundern, es geht in eine Zisterne, Ja, deswegen wird es hier abgelassen. Es geht in eine Zisterne, wird aufgefangen. okay. Also wir haben wirklich hier extrem große Wasservolumen, die wir speichern. Ja, Und die werden nicht irgendwo in den Kanal geleitet, sondern wir nutzen das, um Blumen zu gießen. Okay. Wir haben das ganze Areal. Wir haben die Waschhalle, wo wir auch nur das Regenwasser nehmen. Aber also ihr für die seid vordere- extrem nachhaltig. Genau. Du hast mir auch Und vorhin mein Wunsch erklärt, ist für nächstes Jahr, diese gesamte Halle mit sehr viel Solar auszustatten. das ist Das, nicht schlecht, ja. Wer sich die Videos anschaut, der weiß, ich wünsche mir das schon sehr lange. Und ich nehme auch das wieder in meinen Investplan mit auf. Ja, sehr gut. Und vielleicht lässt uns schnell durch. Ja. Und dann sind wir wirklich, also du hast das Holzhaus gesehen. Ja. Wir haben ein riesen Silo, wir können knapp 300 Tonnen Späne lagern, die wir im 300 Winter... Tonnen. 300 Tonnen. Krank. Also den Abfall, den wir hier im Holzbereich erzeugen, den Ja. verfeuern wir im Winter. Ja. Wir haben eine Fußbodenheizung, also Betonkern, aber Fußbodenheizung für die Zuschauer. Wir heizen die Halle dann damit. Also brauchen auch tatsächlich so gut 3/4, je nachdem wie der Winter ist, über die Holzspäne. Und wenn ich dann jetzt auch noch mit der Solarenergie reingehe, bin ich Ziemlich unabhängig. nicht ganz, aber versuche da zumindest mal dagegen zu wirken. Ja. Der Fuhrpark wird immer auf Elektro Ja, und ihr habt ja auch den umgestellt. Platz, das darf man ja nicht vergessen. Also Du 30.000 Quadratmeter Halle, Du musst dir da passen vorstellen, ein paar Module drauf. ja, aber du musst dir vorstellen, allein jetzt, ich meine, das sind ja alles autarkiestarke Fahrzeuge. Ja. Also wir haben ja hier wirklich teilweise über 1000 Ampere-Stunden Batterien. So, und jetzt, wenn ich über das Batteriemanagementsystem bzw. über meine Facility-Management-System planen kann, dass ich jetzt ab 8 oder 9, wenn die Sonne erscheint, die Energie hier drin verwenden kann, dann habe ich ja alleine, ich sage jetzt mal hier am Hof befindlich, 60, 70 Autos, die auf einmal unabhängig von dem Netzanbieter geladen werden können. Ich habe meine Maschinen, ich habe meinen Fuhrpark, also ich habe auch E-Fahrzeuge, also es wird ja immer mehr, dass man mit Elektromobilität reingeht. Ja. Und dann bist du dann schon effizienter. Auf jeden Fall. Wenn du die Auf die Energie Masse nutzt. gesehen Genau. ist das natürlich ein Unterschied. Und da geht die Reise hin, dahin entwickeln wir uns. Und versuchen die Autarkie nicht nur in den schönen Autos zu platzieren, Ja. sondern wirklich auch hier im Betrieb zu leben. Ja. Und, Aber was auch auffällt, ganz ruhige Atmosphäre, gell? Also sind alle entspannt, Ja, das ist ein gutes Team. das ist kein Akkord. Schreit keiner das kannst du rum. nicht machen. Ja, Also ja. das ist wirklich, das ist kein Akkord. Hier Ja, aber geht's- es ist ja trotzdem nicht selbstverständlich, dass die so Ja. harmonisch alle. Ja, und ich habe niemanden gebrieft, dass eine Kamera kommt. ja sehr gut. Das ist das Beste, was man machen kann. Nein, da kannst du, wenn du die nächste Zeit unangekündigt kommst, es genauso, findest du es genauso Ja, ja, das wieder. glaube ich dir, klar. Weil wir da wirklich extrem viel Wert drauf legen, Ja. Ordnung, Sauberkeit. Die haben am Feierabend, jeden Feierabend Zeit, die Arbeitsplätze sauber zu machen. Ja. Die haben nach jedem Takt die Zeit, weil du kannst die Qualität im Nachgang nicht herstellen, wenn du sie nicht lebst. Ja? Ja. Du musst im Endeffekt in jedem Arbeitsprozess, wenn du da mal reinschaust, ist immer sauber. Ja? Weil wenn du zulässt, dass sie da vorne auf der Station 1 oder Ja, 2 da liegt kein Müll, da liegt kein Zettel, da ist den nichts. Schmutz einbringen ins Ja. Fahrzeug, dann schaut Ja, und das wird nur auch noch- chaotisch. Dann Genau. liegt da ein Haufen Müll rum, keiner weiß, wem es Genau. gehört. Ja, kenne ich. So, das ist euer Showroom hier, gell? Genau, das ist die Ausstellungshalle. Mhm. Die Auslieferungshalle ist nochmal separat. Hallo. Die Auslieferungshalle haben wir drüben separat, damit der Kunde auch dann einfach die Privatsphäre hat und nicht 15 andere um ihn herum hüpfen. Ja, ja, das ist ganz wichtig. Da siehst du aber, wenn du mal rausfilmst, da die Auslieferung, über dem Tor ist im Ah, Endeffekt ja. die Auslieferungshalle. Okay. Und hier versuchen wir so ich sage jetzt mal, die größte Vielfalt in Europa immer darzubieten. Wir schauen immer, dass wir eigentlich alle Modelle da haben. Wir schauen, dass wir eine Probefahrt anbieten können. Plus natürlich das, was wir im Background gesehen haben, da hat der Verkäufer auch einen Zugriff drauf. Eine Probefahrt mache ich dann auch. Ja, gerne. Du musst nur sagen, Am welchen. Montag habe ich meine praktische Prüfung. Echt? Ja, CE. Geil. Hast du den C schon? Nee, noch nicht. Also machst du an einem Zug? Ja, ja, Erst C alles, und dann alles CE. zusammen, ja. Alles zusammen. Okay. Genau. Du Theorie habe ich siehst- bestanden jetzt endlich. Und jetzt machen wir ein bisschen Schleichwerbung. Ne? Du Ja. siehst hier die First Class Deals. Was hat es mit Aufsicht? Was machen wir hier?
Die First Class Deals, das siehst du auch hier, wenn du jetzt mal guckst, auf die Lichter. Ja. Wir haben hier ein gängiges Modell, das heißt, das ist wahrscheinlich ein Modelljahr 26 Fahrzeug. Hier haben wir Modelljahr 24 oder älter. Und die werden über die First Class Deals, wollen wir im Prinzip die jungen Gebrauchten, die jungen Vorführer. Das ist ein Vorführer, den hast vielleicht sogar du gefahren. Den habe sogar tatsächlich ich in Belgien gefahren. Ja. Sehr geil. Hier zum Beispiel den Wagen und das ist für den Kunden jetzt einfach nochmal der Zeitpunkt Aber nach was dem heißt Modellwechsel. das? Um wie viel Euro reden wir? Was kann Das ich jetzt ist hier unabhängig, sparen? Ja? also das ist absolut unabhängig, kommt auf die Fahrleistung an. Okay, also es Habe ist ich immer 6000 individuell. Kilometer gefahren oder 12. Wir haben tatsächlich Fahrzeuge, da schaffen wir es in einem halben Jahr 10.000, 12.000 Kilometer. Das ist ja auch nicht drauf zu viel, wenn man ehrlich ist. Naja, für einen LKW nicht, Ja. aber wenn du jetzt als Für ein Neukunde, Wohnmobil, ja, klar. wenn du jetzt als Neukunde kommst und sagst, das ist das, was ich mir wünsche, und hat der Kunde, das ist jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug, das hat, ich glaube, der Markus Lörrer gehabt, warte mal, ja, den hat sogar der Markus Lörrer gehabt. Und der ist ja für uns unser Stellplatztester, unser Markenbotschafter. Ja, dann ein paar Kilometer mehr. Der hat um die 6.000, glaube ich. geht Das ist aber sogar ziemlich genau, weil ich Okay. den in der Probefahrt mit dem Kunden hatte. Cool. Und dann gehen diese Fahrzeuge eben über diese First-Class-Deals Ja. an den Sind die auch Endkunden. irgendwo inseriert? Also wenn jetzt jemand das Video sieht, kann man die angucken? Gängigen Formate, mobile, Caraworld. Können wir ja vielleicht unten verlinken. Ja, gerne. Aber wie gesagt, Schleichwerbung war nicht geplant. Ja, Es ist Zufall, dass ihr genau heute ja da weil seid. muss man auch dazu sagen, klar, hier sind immer Fahrzeuge, die man besichtigen und auch kaufen kann. Aber dass ihr, sage ich mal, jetzt einen Gebrauchten habt für ein paar Euro günstiger, ist jetzt eigentlich selten. nicht an der Tagesordnung. Nein, Genau, ist es selten. ja. Weil das eigentlich das klassische Händlergeschäft ist. Genau. Und was man jetzt aber, ich sage jetzt mal, wir haben ja Fahrzeuge, die haben wir vor über einem Jahr gebaut. Die waren jetzt bei Iveco zur Validierung mit den neuen Versicherheitssystemen. Die Autos haben 15.000 Kilometer drauf, die brauche ich nicht in den Handel schieben. Nee, ja. Cool. Dann können wir hier noch einen Blick rauswerfen. Gerne, wir können jetzt so ein bisschen Das auch in finde den ich richtig Service spannend, genau, Service Center, weil wie viele Tore hat der? Das ist unglaublich, 19. wie viele Tore ihr hier habt. Das ist, 19 Tore und da arbeiten tatsächlich knapp über 50 Mitarbeiter. und insgesamt über 100 Tore wahrscheinlich, oder? Ja, irgendwas mit 80 auf alle Fälle. Okay. Die 100 bin ich mir nicht sicher, also paar 80 sind es locker. 88, Wahnsinn. 90 werden es sein. Das sind jetzt alles Kundenfahrzeuge, die sind zum Service hier oder Übergabe? Genau, die zugelassenen sind alles Endkundenfahrzeuge, die jetzt im Service stehen. Da steht sogar ein neuer dazwischen mit drin, Ja, der ohne Kennzeichen. auch cool, gell? In Grau da drüben mit einer anderen Lackierung. Das wird wahrscheinlich eine Folierung sein, ich bin mir jetzt aber nicht Sieht sicher. auch nicht schlecht aus. Und das ist das Silo, von dem du gesprochen hast. Hier die 300 Tonnen, die lagerst du da hinten. Genau, du hörst auch die Absaugung. Ja, Im Endeffekt haut er das ganze Holz in den Schredder, was nicht also über die den ganzen Absaugung Müll kommt. von der Säge sozusagen. Nein, auch die Europaletten. Ah, okay. Im Endeffekt, wenn du jetzt eine Einwegpalette, nicht Europaletten, Ja. Entschuldigung, das sind Mehrwegpaletten, aber die Einzelpaletten, wir haben ja viele Sondermaße, die werden hier geschreddert und ebenfalls mitverbrannt. Hammer. Ja. Auch ein kleines Vermögen Genau. wahrscheinlich. Dann hast du hier die zentrale Warnannahme, da hinten, da wo die Bäume stehen, das ist so die Mitarbeiter-Pausenecke. Cool. Wir haben da draußen eine Bestuhlung, wir haben Ja. zwischen der Halle eine Bestuhlung, die Kantine und hier eben das gesamte Service Center inklusive Lackierkabinen, 2 Stück. Okay. Was wird da so lackiert? Eigentlich ist es, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen Sonderbau, Unfallschäden. Ah, okay. Also dann eher für die Smart Werkstatt. Repair, genau. Wenn jetzt ein LKW irgendwo aufgefahren ist, klassisch ist mir teilweise auch schon mal passiert oder unglücklicherweise auch passiert ist, so ein Baustellenrempler links, ne, Ja, rechts. passiert halt einfach. Ja. Das sind halt auch Und das riesige wird- Fahrzeuge. Genau, das wird im Endeffekt dann hier im Lack behoben. Und da, was wir sehen, ist die Auslieferung. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob da einer drin ist oder nicht. Ja, alles Aber gut. Brauchen wir nicht. die Halle ist zu und hat der Kunde Ja. seine Atmosphäre. Eben, ja. Wer da rein will, muss einen kaufen. Genau. Hier haben wir die Lackhalle. Okay. Ich weiß noch nicht, ob die jetzt gerade läuft oder nicht, nee, sonst wäre der Ofen an. Und du siehst, da ist ordentlich Frequenz drauf. Ja, auf jeden Fall. Also hier ist was los. Ja. Und das ist euch ja auch wichtig, ja. Also Ja, im Endeffekt, also wir haben ein extrem starkes Händlernetz. Also das muss man mal dazu sagen, wir haben extrem gute Servicepartner. Aber es gibt einfach Härtefälle, wo wir als Werk mit reingehen und da haben wir einfach die Spezialisten. Ja. Bevor ich wenn einmal ein Fall in 2 Jahren vorkommt, bevor ich das dem Handelspartner erkläre, sage ich mal immer, sind wir so die Spezialwerkstatt Na hier klar. oder der große Teil, was jetzt aber ungern, wenn ein Kunde eine Dichtigkeitsinspektion hat. Dafür sind diese Werkstattkapazitäten einfach nicht gedacht. zu wertvoll. Ja, ja. Dafür habe ich hier viel zu viel Know-how, viel zu viel Spezialisten. Und das Ziel ist wirklich hier, diese Sonderthemen zu behandeln, auch mal schnell zu agieren, wobei die Wartezeiten momentan zu lange sind. Da sind wir aber am Arbeiten. Aber ihr habt hier 50 Mitarbeiter im Service, gell? Genau. Wir haben Schon hier, ich krass. glaube, um die 25 Mechaniker. Dann hast du natürlich Logistik. Ja. Wir haben jetzt da hinten dran das Ersatzteilwesen, das ganz Europa versorgt. Also nicht nur hier die Werkstatt, sondern ganz Europa und auch den Endkunden.
Das sind auch nochmal um die 10, 15 Köpfe. Wir haben eine Verwaltung. Also du hast hier eine Serviceannahme, du hast jemanden, der Rechnung stellt, du hast jemanden, der einen Auftrag bearbeitet, du hast die Serviceberater Ja. und dann hast du in der Etage oben drüber hast du im Prinzip jemanden, der sich um Handel kümmert. Weil die Fragen, die vom Endkunden hier aufschlagen, schlagen beim Händler auf und das ist dann immer eine andere Person, die es beantwortet. Und dann hast du das gesamte Know-how hier irgendwo geballt, plus natürlich 1, 2 Fahrer, die dann auch die Fahrzeuge hin und her fahren. Das unterschätzt man auch, gell? Ja. Fahrer sind wichtig, ja. Ja. Vor allem jemand, der so ein Fahrzeug bewegt. Zuverlässig halt Genau. auch noch ist, genau. Ja. Cool. Was gibt's noch zu zeigen? Viel, aber ich würde jetzt sagen, nicht alles auf einmal. Ne? Okay. Ich platziere dich gleich fürs nächste Mal. Sehr gerne. Wir können ja schon mal vorab verraten, ihr habt auch einen eigenen Stellplatz? Oh ja, stimmt. Ja. Wir haben da unten tatsächlich einen eigenen Stellplatz mit etwas über 50 Parzellen. Also Okay. wenn wir hinten den Hof aufmachen, wir haben ja wirklich hinten nochmal die Tore, da könnten wir erweitern. Und ist auch ein mega schön angelegter Stellplatz, da legen wir extrem viel Wert drauf. Der ist für unsere Kunden mit einer VIP-Karte für einige Tage umsonst. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt 3 oder 5 sind. Ja. Danach kostet es auch nur ein Apfel und Eisen, 15 € am Tag. Okay. Kannst aber dann laden mit 6 Ampere, kannst entsorgen. Und wenn du das nächste Mal da bist, dann zeige ich dir, das ist ein schöner Teich angelegt mit einem schönen Grillhäuschen dran. Und die Also ihr bietet hier Grilleranlage schon auch ein Erlebnis, wenn man ehrlich ist. ist extrem gepflegt. Wird auch oft genutzt. Wir sind ja hier auf der Südachse. Und wenn hier einer vom Norden in Urlaub möchte, also wir haben da wirklich immer eine Auslastung da unten. Cool. Und was auch den schönen Charme hat, ist, wenn einfach der Kunde mal ein Problem hat, was man an einem Tag nicht Beheben kann. beheben kann, ja, dann wird der Kunde im Endeffekt abends nach unten begleitet und das Auto wird früh wieder reingezogen. Mega. Robert, vielen herzlichen Dank. Dank, Dennis. Ja, Liebe hat Grüße Spaß an deinen gemacht. Vater. Ja? Mach ich, der ist gerade in Portugal. Ja? Oh. Ja, der hat auch gefragt hier, ob du was für ihn hast. Ja? Da, Düsseldorf hat ihn angefixt. Pass auf, diese ganzen First-Class-Deals-Autos, die sind für dich. Ja, genau, Papa. Also, schlag zu. Und ihr abonniert gerne den Kanal, kommentiert gerne mal, was ihr bei der nächsten Werksführung nicht verpassen wollt, oder? Genau. Und dann freuen wir uns auf euch und aufs nächste Video. Super, vielen Daumen Dank. hoch.